In dieser Anleitung lernst du eine Vorgehensweise zum Einbauen einheitlicher Deckblätter in deine Portfoliovorlage kennen. Wir starten wieder im Dashboard. Zuerst öffnest du den gewünschten Kurs durch einfaches Anklicken des Titels. Als nächstes öffnest du das Kontextmenü für deine Portfoliovorlage. Klicke dazu auf die Schaltfläche mit dem Dreieck rechts am Fensterrand. In der geöffneten Menüleiste klickst du den Eintrag Bearbeiten an. Du befindest dich nun innerhalb der Portfoliovorlage im Bearbeitungsmodus. Zum Anlegen des Deckblatts klickst du auf die Schaltfläche Seite hinzufügen. In der angezeigten Eingabemaske musst du dafür einen Titel eingeben. Hier bietet sich Deckblatt an. Danach klickst du auf die Schaltfläche Speichern und gelangst zurück in die Bearbeitungsansicht deiner Portfoliovorlage, in der das Deckblatt jetzt gelistet wird. Um die Seite zu bearbeiten, klickst du auf die gleichnamige Schaltfläche. Eine Seite ist ein Container, der mehrere unterschiedliche Inhalte darstellen kann. Welche das sind, kannst du sehen, wenn du der Anweisung hinter dem Pluszeichen folgst. Mit dem Deckblatt sollen die Urheber der einzelnen Portfolios eindeutig identifizierbar sein. Dazu gibst du die Einbindung von Daten aus den persönlichen Ilias-Profilen deiner Studierenden vor, indem du in der Auswahlliste Persönliche Daten einfügen anklickst. Die Eingabemaske dafür bietet die Wahl zwischen automatischer und manueller Auswahl der Datenpunkte. Im Sinne des Datenschutzes und der Datensparsamkeit ist es empfehlenswert, nur ausgewählte Datenpunkte zu verwenden. Dazu sehen wir uns die manuelle Auswahl an. In der eingeblendeten Liste werden alle Datenpunkte angezeigt, die ein persönliches Profil bei Ilias enthalten kann. Wenn das Portfolio nur ein Prüfungsinstrument ist und du deine Unparteilichkeit bei der Benotung maximieren möchtest, kannst du dich auf die Matrikelnummer beschränken. Wenn das Portfolio für formatives Assessment genutzt wird, bei dem du den Studierenden wiederholt Feedback gibst und die Studierenden sich laufend gegenseitig Feedback geben, sind Anrede und Bild hilfreich. Klicke nun ganz unten auf der Seite auf die Schaltfläche Speichern, um die Angaben zu sichern. Unabhängig von deiner Auswahl wird den Nutzenden später beim Aufrufen des Deckblatts immer der volle Name des Portfolioinhabers angezeigt, sowie die Option, ihr oder ihm eine E-Mail zu senden. Wenn eine Nutzerin bzw. ein Nutzer keine Profildaten veröffentlicht hat, besteht diese Ansicht nur aus dem lokalen Nutzernamen und der E-Mail-Option. Um das zu vermeiden, ist es wichtig, dass du dein eigenes Profil pflegst und veröffentlichst und deinen Studierenden zeigst, wie sie ihre Profile konfigurieren sollten. Lass uns das beispielhaft für ein Ilias-Konto durchgehen. Auf die Kontoeinstellungen hast du überall in Ilias direkten Zugriff, indem du auf das Avatarbild rechts oben klickst. Im nun geöffneten Kontextmenü klickst du auf Profil und Datenschutz. Unter dem Reiter Profildaten, in dem du dich jetzt befindest, sind dieselben Datenpunkte gelistet, die du bei der Einrichtung des Deckblatts unter manuelle Auswahl gesehen hast. Vielleicht sind manche Angaben bereits durch deine Heimateinrichtung vorgegeben. Trage einfach dort Informationen nach, wo du es für relevant erachtest. Zwingend ist nur die Angabe deines Namens und deiner E-Mail-Adresse. Hilfreich für Studierende und Kollegen sind Anrede und Profilbild. Dabei muss es sich nicht zwingend um ein Bild von dir handeln. Wichtig ist der Wiedererkennungswert. Wenn du alle Angaben gemacht hast, klicke auf Speichern und Weiter. Jetzt befindest du dich unter dem Reiter Profil veröffentlichen. Damit deine Profildaten für deine Studierenden sichtbar sind, musst du zumindest für angemeldete Benutzer sichtbar aktivieren. Sensible Daten sind hier bereits ausgeschlossen und du kannst genau einstellen, welche von den übrigen Datenpunkten du veröffentlichen möchtest. Wir belassen es einmal bei diesen und sichern den Bearbeitungsstand mit einem Klick auf Speichern und Weiter. Jetzt befindest du dich unter dem Reiter Sichtbarkeit. Hier brauchst du in Bezug auf die Portfolioarbeit nichts zu aktivieren. Wenn du doch Änderungen vornimmst, klicke anschließend auf Speichern. Unten auf der Seite siehst du eine Vorschau deiner Ilias-Visitenkarte. So sehen andere Nutzende deine Profildaten und so sehen später auch die Profildaten der Studierenden auf den Deckblättern ihrer Portfolios aus.
Deine Profildaten sind jetzt genau so eingerichtet, wie es auch die persönlichen Profile deiner Studierenden für die Portfolioarbeit sein sollten. Mit einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche kehrst du zurück zum Dashboard.